Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute wird es wahrscheinlich soweit sein, wir werden unsere Milliarde an Lebensenergie voll machen. Es fehlt wirklich nicht mehr allzu viel, aber man sollte es nicht unterschätzen. Da kommt, also man muss noch einiges an Gold farmen, um hier die Milliarde voll zu machen. 999 Millionen haben wir jetzt. Und damit fangen wir jetzt auch mal direkt an. Wir gehen direkt in das rein, wo es ja augenscheinlich am schnellsten und am meisten Gold gibt. Und das ist erstmal die Abenteuerlust. Wir gucken, wie viel uns das bringt. Ansonsten ist auch noch im Moment gerade so. Ihr seht es hier oben. Ich weiß nicht, ja, doch, man sollte es sehen. Ist noch der Legendary Dungeon offen. Also wir haben noch einen Joker quasi offen, falls wir nicht mit unserem täglich Brot, was wir hier in Shakes and Fidget so machen müssen, haben wir noch den Legendary Dungeon, der uns dann hier noch aus der Patsche helfen sollte. Ja, ansonsten ist es natürlich als Magier nicht ganz so sinnvoll, extrem viel Leben zu stacken, ne, weil ihr ja schon eher so darauf erpicht seid, viel Damage zu machen. Trotzdem ist eine gewisse Balance zwischen Leben und Damage natürlich auch wichtig, weil sonst gewichtet man das eine über und das andere nimmt dann ab. Ne? Es ist wie Yin und Yang so ein bisschen. Ne? Und ansonsten, wenn ihr zu viel Damage habt, dann seid ihr halt eine Glass Cannon. Ne? Dann verteilt ihr zwar übelst krassen Schaden, aber ihr haltet auch wirklich nicht viel aus und deswegen sowas wollt ihr halt auch nicht, dass ihr da zu sehr in der Ehrenhalle hin und her schwankt oder in Gildenkämpfen da sofort einen Treffer abbekommt und dann war es das mit euch geschehen oder dann war es um euch geschehen und deswegen meine Präferenz, sag ich mal, beim Magier ist es wirklich so eine 60-40 Skillung zu haben, wenn nicht sogar vielleicht noch einen ganz Ticken mehr, aber wirklich so 60-40 ist so das, was man anstreben sollte von der Verteilung her zwischen Intelligenz und Ausdauer. Das ist so die Klasse, wo es sich halt auch wirklich am meisten anbietet. Mein Ziel ist es auch, wenn wir jetzt hier die Milliarde voll machen, erstmal noch weiterhin auf 400.000 Ausdauer zu gehen und dann Intelligenz auf 600 hochzuziehen. Und dann haben wir 600.000 zu 400.000. Und das ist erstmal schon ein kleines Zwischenziel, was ich habe. Gucken wir erstmal. Wir haben jetzt die Alu hier erledigt, was uns das jetzt hier an Progress so gibt. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ziel. 6, ja, okay. 7, das sollte vielleicht sogar schon reichen. Ich weiß gar nicht. Okay, wir gucken mal, wenn jetzt der Counter rüberspringt auf. Haben wir die Milliarde geknackt? Boah, aber ganz haarscharf, ne? Ganz haarscharf. Ich meine, ich hätte noch das ein oder andere in der Rückhand gehabt auf jeden Fall, ne? Aber da haben wir die Milliarde jetzt zu stehen. Ich hätte sie auch noch ein bisschen besser abtimen können, dass wir da genau die Milliarde haben. Macht am Ende des Tages aber jetzt auch nichts aus, weil wir ja sowieso gleich vorhaben, weiterhin auf Ausdauer zu skillen, ne? Der Magier ist auch wirklich so die einzige Klasse, wo ich persönlich so nach eigenem Empfinden, ne, ich weiß nicht, wie schlau es ist, abraten würde, auf eine 50-50 Skillung zu gehen. Bei einem Krieger oder Kundschafter wäre es sogar, ja, oder beim Battle Mage ist es sogar gar nicht so verkehrt, sag ich mal. Ne, das kommt auch immer darauf an, was ihr halt mit eurer Skillung erreichen wollt. Wo befindet ihr euch in der Ehrenhalle? Wer befindet sich rundum bei euch in der Ehrenhalle? Ne, es sind mehr von eurer eigenen Klasse, von euren eigenen Hauptattribut in der Ehrenhalle, dann ist es besser, eine größere Gewichtung in das eigene Hauptattribut auch zu stecken, wenn viele andere auch dasselbe Hauptattribut teilen, um halt dort eben stärker zu sein. Wenn ihr viele verschiedene Klassen um euch rum habt, die nicht euer Hauptattribut teilen, ist es tatsächlich ein bisschen besser, mehr in Richtung 50-50 zu gehen. Wie gesagt, bei anderen Klassen empfehle ich das, um halt ein bisschen mehr Allround am Start zu sein, aber beim Magier, der ist halt wirklich so auf seinen Schaden, sag ich mal, angewiesen, dass es wenig Sinn macht, einen Magier auf 50-50 zu spielen. Es gibt bestimmt auch sehr starke Magier, die 50-50-Skillung haben. Will ich gar nicht abstreiten so. Ne, wenn man genug geskillt hat und lange genug am Start ist, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ne? Aber meins ist es persönlich
nicht. Gerade auch, weil halt eben der Magier wirklich nicht extrem tanky ist. Er hat ja auch wirklich nur 10% Rüstung und deswegen bekommt er halt auch übelst viel Damage ab. Ja, ansonsten werden wir jetzt nochmal das letzte Mal, ihr seht ja, ich habe hier heute noch gar nichts gemacht, außer jetzt meine tägliche Alu. Wir werden noch ein letztes Mal in den Legendary Dungeon reingehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier, glaube ich, noch 12 Schlüssel oder sowas am Start habe. Und ich würde den Run ungern schließen wollen, ohne meine gesamten Schlüssel aufgebraucht zu haben. Und deswegen starten wir jetzt auch nicht mit 95% Leben für 46 Pilze, sondern mit 20% und dann gucken wir mal, wie weit wir insgesamt durchkommen. Ja? Und ja, wie weit uns jetzt diese 10 Pilze insgesamt bringen. Kann sein, dass wir jetzt direkt aufs Maul bekommen. Kann aber auch sein, dass wir uns jetzt, also ich werde jetzt sofort alle Schlüssel aufbrauchen, egal was kommt, dass wir uns jetzt extrem hoch healen und noch extrem weit kommen. Ja? So, wir haben jetzt hier das Mindestmaß erfüllt, gehen jetzt hier rein. Ja, wir sind angeschlagen, das wissen wir. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt nicht direkt einen Poison bekommen. Okay, ist alles in Ordnung, sobald wir, ja, Hauptsache wir bekommen hier, ja, wir bekommen keinen Damage und kommen durch, ja, oder bekommen, sag ich mal, Türen, die wir aufschließen können. So, ich will jetzt nicht ein Monster riskieren, dann bin ich sofort tot, deswegen gehen wir nochmal hier rein. Okay. Damit werden unsere Schlüssel natürlich relativ schnell aufgebraucht. Was ist das hier schon wieder? Das kann ja wohl überhaupt nicht angehen. Hier ist ja dreimal dieselbe Konstellation. Ja, schade. Hätte ja auch mal sein können, dass der Buff hier ein bisschen abnimmt. Okay, jetzt sind wir natürlich, ja, gut. Wir wollten unsere Schlüssel aufbrauchen. Dann machen wir das jetzt halt. Ist natürlich extrem ungünstig, dass wir jetzt ihn hier am Start haben. Das ist natürlich sehr bitter. Aber wir gucken mal, vielleicht kriegen wir einen Dietrich. Ne, das ist leider kein Dietrich. Wir brauchen dringend einen Heal, damit wir noch ein bisschen mehr aushalten hier. Ja, und ja, oder ein One-Hit-Wonder. Dann könnten wir zumindest ein paar Türen umgehen hier, ohne dass wir darauf angewiesen sind, ja, Damage zu bekommen. Wir gehen nochmal hier durch, okay, und dann sind jetzt auch schon fast unsere ganzen Schlüssel wieder aufgebraucht. Das ist natürlich sehr schade. Wir versuchen natürlich auszuweichen. Wenn wir jetzt nicht ausweichen, sind wir tot. Durch den hier, durch den Kollegen. Wenn wir ausweichen, haben wir sogar eine Chance, einen Schlüssel zu bekommen. Ja, das ist natürlich hier ziemlich Krise. So, aber wir versuchen mal auszuweichen und ja, das war es dann auch gewesen. Gut, wir machen noch einen zweiten. Ja, wir brauchen unsere restlichen Schlüssel auf und dann bin ich hier fertig. Dann bin ich hier durch. Dann ist mir das auch egal, wie viele Etagen mir noch fehlen bis zum nächsten Legendary Item. Ich habe ja soweit alle meine Items bekommen, die ich haben wollte. Und da kriegen wir sogar noch einen 6-fach-Heal. Oh, und wir sind sogar beim Schlüsselhändler. Ja, das ist natürlich auch ganz nice. Dann nehmen wir mal, ja, ich glaube, das ist so das eins mit der besten sein, die man jetzt hier kaufen kann in der aktuellen Situation. Dann schauen wir mal, ob wir sogar noch ein bisschen weiterkommen jetzt hier, als sogar vielleicht ursprünglich gedacht. Ja. Wir tanken nochmal den Damage, haben 2 Schlüssel offen, Fallenentschärfer und wir haben den Dietrich. Und jetzt sind wir wieder up to date. Ja, das hätte auch gleich beim ersten Mal ein bisschen besser laufen können. Ich weiß sogar noch früher, da gab es ja diese Taktik, da hat das Ganze noch, oh, wir kriegen sogar noch hier zwischen, ja, noch hier ein Zwischen-Item. Da kam die Taktik auf, als das Wiederbeleben noch nicht so teuer war wie heutzutage, dass man mit der 20% Taktik sozusagen immer mit einmal Wiederbelebung in den Dungeon rein ist und ja, dann halt eben so seinen günstigsten Run durchgekriegt hat, weil ja, man halt eben, oh, was nehmen wir jetzt hier? Nehmen wir das Leben? Ich weiß nicht, dann haben wir keinen Schlüssel mehr, ne? Wir pokern mal auf einen Dietrich und hoffen, dass wir... Ach so, nee, ich will den kleinen Dietrich haben. Ja, moin. Okay, das ist mir jetzt schon wieder viel zu teuer hier. Okay, da haben wir ihn. So, und wir bekommen sogar eine Tür. Kriegen Fallenentschärfer, schade. Also, ja, Gold oder Items ist jetzt das Einzige, was uns jetzt noch nützlich sein kann. Wir gehen mal hier rein. Was kriegen wir hier noch? Okay, ist ein einigermaßen guter Tausch. Der Spionageklunker kommt hier sogar noch zum Einsatz und wir kriegen unseren letzten Dietrich auch aufgebraucht und ja, jetzt ist egal eigentlich, was passiert, da wir jetzt so weit fertig sind hier. Ja, alle Schlüssel aufgebraucht. Zwar einmal mehr wiederbelebt, als ich eigentlich wollte, aber wir haben soweit jetzt erstmal den Dungeon durch.
Ja, bei mir endet erst heute schon der Dungeon, bei euch, da habt ihr morgen noch Zeit, den zu vervollständigen. Und dann ist die Dungeon-Zeit wieder vorbei. Ne? Die einen werden es vermissen, die anderen werden es feiern. Es ist ja auch schon immer ein bisschen stressig, es ist das gleiche wie beim Elevator auch. Ne? Deswegen sind das ja auch so eine temporären Events. Man hat halt gut zu tun. Ne? Man will halt immer, auch beim Elevator, immer seine Free Tries machen, genauso wie beim Legendary Dungeon, wenn man hier natürlich auch so gut es geht, immer sein Leben auf Regeneration haben, sodass das nicht vollgelaufen ist und so, dass man halt immer da den optimalen Nutzen rausziehen kann, solange der LD halt eben da ist. Ne? Ja, aber das Key Achievement des heutigen Tages haben wir auf jeden Fall erledigt und das ist hier unsere Milliarde an Gold. Das sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Hat lange gedauert, dass wir es auf meinem Main jetzt hier endlich erreicht haben. Und ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Mal gucken, wir werden die 400k noch voll machen und dann halt eben, wie gesagt, weiter auf Intelligenz halt gehen und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr Leben. Dann sind wir nicht ganz so volatil am Start und ja. Das soll es aber erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch ein super schönes Wochenende, ja, bei den warmen Temperaturen. Passt auf euch auf, trinkt genug, ja, und das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.